wir sind jetzt hier beim Ninja. Wie versprochen wird das ein Handelsprojekt zwischen, Art Mixtape, Null Young Projekt, also im Sinne von, wie das Null Young Projekt aufgebaut ist. Mit Tipps und Tricks werde ich das zuzüglich bestücken und ja, ich blende hier einige Clips immer nebenbei ein, werde dazu ein bisschen was draufquatschen, ab und zu ein paar Live-Parts machen. Ich habe auf jeden Fall viel vor hiermit, also seid auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. Was machen wir denn gerade? Ja, wir haben gerade auf jeden Fall unseren ersten großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben ein VZ-KFB gedroppt. Das ist zum Anfang hier natürlich mit das Beste, was du kriegen kannst. Nebenbei sind wir natürlich am Plus 6 Equipment up. Das haben wir damals ja auch alle gemacht. Ich erinnere mich nur so vor 10 Jahren oder so. Da haben wir auch alle zuerst ist immer diese Scheiß auf Plus 6 gezogen. Schön mit guter Musik nebenbei. Und dann Abfahrt auf den Schmied gezogen. Das waren immer schöne Zeiten, aber leider ist Gottes das jetzt vorbei. Ja, also Mädchens Farm nebenbei ist angesagt. Up-Items Farm, das Übliche halt. Also ich würde euch auf jeden Fall alle empfehlen, bleibt im Low-Level, also zieht das langsam durch, dass ihr nebenbei sehr viele Sachen droppt. Levelt euch an Mädchens hoch meinetwegen, haut ein paar Mi-Jungs für rote Haarbänder oder droppt weiße Haarbänder plus oder Bärengalen. Alles in diese Richtung ist natürlich viel wert und das hilft euch natürlich enorm weiter. Ich habe das Ganze natürlich auch gemacht und wie ihr seht, habe ich auch ordentlich gut gedroppt. Also ganz am Anfang VZ-KFB direkt, das war natürlich schmackhaft. Ja, und hier gerade noch ein VZ-KFB. Ja, moin. Ja, Bärengalen, wie ihr jetzt gerade seht, und Brote gab es zu dem Zeitpunkt auch noch. Die habe ich jetzt leider nicht mehr verwendet, beziehungsweise vergessen zu verwenden. Ich hätte mir da noch ein paar Tränke holen können, aber das habe ich, wie gesagt, vergessen. Jetzt mittlerweile ist ja dieses neue Event, was heißt neue Event? Königsgarten. Dieses werde ich natürlich benutzen, also ich werde das für den hier benutzen, weil das halt ein enormer Push ist, damit ich natürlich ein gutes Kapital für den Anfang habe und das hochziehen kann, weil ich brauche ja PVM-Equipment, damit ich ein bisschen farmen kann für euch und dass ihr auch ein paar mehr Farmquellen von mir sehen könnt, wie ich mein Young mache und natürlich handeln. Das werde ich dann wahrscheinlich wieder nebenbei oder Ende des Videos ein paar Handelsszenen reinpacken. Aber es bleibt natürlich alles in Reihenfolge, wie was passiert. Ich werde da nichts auslassen. Ich werde jeden Clip hintereinander weghauen. Und ja, alles bleibt in Reihenfolge. Das ist das Wichtigste. Ja, wenn wir schon gerade bei der Reihenfolge sind, hier habe ich gerade einen Shop gemacht, also seht auf jeden Fall meine Preise, vielleicht könnt ihr euch auch wieder dran anpassen oder so. Ich habe einiges gedroppt in der Anfangszeit, würde ich jetzt mal behaupten. Bärengal, 2 VZ-KFBs, Wolfsfell, Tigerfell, das kann man natürlich alles verkaufen, selbst die Eisenplanpanzer kriegt man verkauft, also das sieht ganz bei euch, was ihr alles euren Shop packen wollt. Nehmt am Anfang erstmal alles mit, damit eure Shops halt einfach voll sind, nicht so wie andere Leute, ich will keine Namen nennen. Es ist dann lieber irgendwelche Scheiße drin zu haben und dann da nochmal 100k zu machen, hier nochmal 100k, da 50k, weil anfangs macht das einfach so viel aus und manchmal fehlt euch einfach 50k für ein beschissener Trade und dann steht ihr da und könnt halt etwas Billiges nicht kaufen und das ärgert euch dann am Ende und deswegen vertraut mir, wenn ihr euren Shop stellt, dass ihr wenigstens den Shop voll habt, egal was drin ist und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fakt, den ihr einhalten solltet, egal ob es Müll ist oder nicht. Ja, wir haben fleißig weiter Mädchens gehauen, um natürlich irgendwas noch zu droppen und wir sind dann auch schon über Level 20 und das Ganze ging ja auch eigentlich relativ fix und dann haben wir auch direkt mal die Sub-Quest gemacht und haben uns direkt mal zu entschieden, das Sub weiter zu haben, weil wir hatten ein bisschen Young über und ja, wie ihr sehen könnt, hat das leider Gottes nicht so gut geklappt. Aber ist ja relativ wurscht. So teuer war das jetzt auch nicht. Und ja, mit ein wenig schlechter Laune sind wir dann Mädchens Farm gegangen und haben fleißig weiter gelevelt. Und nebenbei haben wir dann, wie gesagt, wie vorhin angesprochen, die Up-Items gedroppt. Wie hier zum Beispiel ein rotes Haarband, beziehungsweise noch ein rotes Haarband. Also ich habe insgesamt jetzt 3 gedroppt in der Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft und das hilft einem auch enorm weiter. So, jetzt haben wir unsere Skills zurückgesetzt und jetzt passt auf, setzt euch hin, ich mache jetzt Musik an und achtet einfach darauf, was passiert ist. Also sowas Heftiges habe ich noch lange nicht gesehen. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Take you
feel the urge to take you. Jetzt mal ehrlich, no joke, das kann mir doch keiner erzählen, dass das so oft hintereinander fehlschlagen kann, dass es auf 17 umspringt. Ich habe noch keine Person gekannt, bei der es so oft gefällt ist. Das ist einfach unmöglich. Überlegt euch das mal. Das waren einfach 12 Mal zurücksetzen fehlgeschlagen. Das ist mir noch nie passiert. 3, 4, okay, 5, 6 maximal. Aber 12 Mal hintereinander, also das ist ja einfach schlimmer als Kampfrausch-PDVs oder sonstiges zu lesen. Da erinnert mich, obwohl, wenn ich jetzt gerade an Kampfrausch-PDVs denke, erinnere ich mir an eine kleine Geschichte. Ich habe auch damals 10 oder 12 oder 13 Kampfrausch-PDVs gekauft und es waren einfach keine auf dem Markt. Das ist viel, viel schlimmer und viel ätzender. Am Ende hatte ich so eine Wut, weil das so oft fehlgeschlagen ist, dass ich die Dinge einfach für 30k gekauft habe. Irgendwann reicht es dann auch und irgendwann ist man halt an der Grenze angelangt. Und dann sind natürlich die Leute fröhlich darüber, dass man dann sowas kauft, ne, also... Ja, also 12 Mal, ey. Und wir reden gerade schon über Kampfrausch-BDVs und schon sind wir bei Degenwühl-BDVs. Auch ein funny Fact und so. Na, und ich habe jetzt auch relativ viel übersprungen, weil ich einfach so viel gelabert habe. Ja, was ist alles passiert? Wir haben uns eine KTP-Kette gekauft, reicht fürs erste, ein 500 TP Ebenholz-Armband, sind Level 35 geworden und ja... zeigt mittlerweile mein Shop. Ich habe ja einige Up-Items in der Wüste gedroppt gehabt. Diese verkaufe ich natürlich, um, wie ja gesagt, wieder ein bisschen Budget, wie auch immer ihr es nennen wollt, zu kriegen, damit ich halt anfangen kann, langsam zu handeln. Wie gesagt, durch die, ja, verzauberte Klinge FBs und ja, Wüsten-Up-Items wird halt schon einiges zusammenkommen. Und hier war so ein schönes Kampfrausch-BDV für 2 KK drin. Der Typ hatte noch eins, aber für 8. Also seine Preispolitik möchte ich auch mal verstehen. Und im Shop nebenan direkt habe ich noch eins gefunden. Zwar für 3,3, aber das nehmen wir auch mit. Ich meine, für 6,5 kriegen wir die Dinger easy verkauft. Und dann haben wir uns nochmal einen Degenwirbel-BDV gekauft, weil irgendwie muss die Scheiße ja auf M1. Und Gott sei Dank hat die Kacke direkt geklappt. Was heißt direkt, es hat ja schon mal fehlgeschlagen, aber es hat geklappt und das ist die Hauptsache. Und ja, jetzt haben wir beides M1 und wir kaufen uns ein paar FBs und lesen die mal hoch, weil der Char soll ja PvP werden, also müssen wir auch PvP-Skills hochziehen, ne? Und bei meinem Club klappen die FBs natürlich nie, also wenn das so weitergeht, ist das genau wie bei meinem Lebenswille, bei meinem Main, da fällt es auch permanent und es ist immer noch M2 nach, ich glaube, 30 Büchern, 25, ja, kommt hin. Ja, Young ausgebraucht, wir haben Shop gestellt und kurz darauf haben wir im Chat gesehen, dass einer ein Young-Shop macht und 100%ig war das ja so ein One-Fake-Shop. Aber wir haben trotzdem gut was abgegriffen. Ein paar Froschzungen im 5er-Paket für ein Young, also hat sich trotzdem gelohnt, nehmen wir natürlich mit. Und wenn ich euch einen Tipp geben kann bei den einen Young-Shops, nehmt am besten ein Level 1er Char oder sonstiges. Packt da irgendwie 1k Young oder sonstiges drauf, dass ihr keinen Won habt. So habt ihr auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, dass ihr euch dann da aus Versehen was Falsches kauft. Und ja, dann kriegt ihr auch wirklich nur die billigen Sachen raus, als dann hier, was weiß ich, 5 Froschzungen als Beispiel für einen Won zu kaufen. Das wäre natürlich für euch scheiße. Und für diese Person, ja, hat sich von Anfang an schon gelohnt, wenn ihr nur ein Stack davon verkauft. Ja, Freunde, das war's dann mit dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im zweiten Part und haut rein.